Wir waren 11 Tage auf Madeira und wollten diese Gelegenheit nutzen, um euch in kleinen Vlogs zu zeigen, wie schön Madeira ist, welche Spots sich für uns gelohnt haben und welche Spots wir nicht unbedingt weiterempfehlen würden. Unser Plan an Tag 3 war eine Whale-Watching-Tour und wir sind morgens noch auf einen lokalen Markt in Ribeira Brava gegangen, denn wir wollten eine Pineapple Banana ausprobieren. Von der haben wir vorher schon was auf YouTube gesehen. Wir haben dann noch eine gefunden und haben in Funchal dann festgestellt, dass es tatsächlich die Frucht der Monstera deliciosa ist. Wir fahren jetzt gleich auf eine Whale- und Dolphin-Watching-Tour mit dem Eco-Trimaran. Und ja, mehr erzähle ich euch danach. Die 3 Stunden Whale-Watching-Tour sind vorbei. Wir haben Wale und Delfine gesehen. Wir waren, wie gesagt, 3 Stunden unterwegs. Davon sind ungefähr 10 bis 20 Minuten Whale-Watching. Viel ist hinfahren, dann natürlich gucken, aber auch wenn es nur 20 Minuten sind, ist es super, super gut. Also man ist super nah an den Tieren, wenn man Tiere sieht. Muss natürlich nicht immer sein, also es kann natürlich immer sein, dass man keine sieht, aber mit denen wir gefahren sind, die hatten Spotter mit auf dem Boot, die natürlich gucken, ob man vielleicht irgendwo Wale oder Delfine sieht. Andere Boote von denen sind natürlich auch mit draußen, die dann auch Feedback geben, wo vielleicht gerade was ist. Wir haben uns für eine sehr nachhaltige Variante entschieden. Einen Katamaran, der auch mit Strom betrieben werden kann. Die schalten die Motoren auf Elektro um, damit es so ruhig wie möglich ist und die Tiere so wenig wie möglich irgendwie zu stressen, was natürlich einem auch nochmal ein sehr viel besseres Gefühl gibt, so eine Tour mitzumachen. Whale-Watching und Delfin-Watching steht hier in Portugal unter staatlicher Kontrolle, wodurch man den meisten Organisationen hier natürlich auch relativ gut vertrauen kann. Man darf auch, das haben wir auf der Tour gelernt, in einem Spot nicht länger als 10 Minuten sein mit dem Boot und nicht mehr als 2 Boote, um die Tiere nicht unnötig zu stressen. Das hat super viel Spaß gemacht. Wir waren sehr nah an den Tieren und wenn man nicht seekrank ist oder wird, dann kann man das auf jeden Fall machen. Wir haben jetzt pro Person 30 € bezahlt für 3 Stunden, was total gut ist. Man sollte definitiv Sonnencreme mitnehmen. Und wenn es geht, ein Bikini oder eine Badehose, weil man wird die Möglichkeit haben, auch ins Wasser gehen zu dürfen, dann, wenn man wieder an der Küste ist. Und es war ein echt super gutes Erlebnis. Wir sind am Pico do Aero, der auch Himmelsleiter genannt wird. Wie man sieht heute nicht ganz so viel. Wir machen eine Wanderung zum höchsten Berg Madeiras, zum Pico Ruevo. Ja, sind angeblich 6, irgendwas Kilometer hin und dann wieder zurück. Wir sind jetzt schon ein Stückchen unterwegs. Es ist temperaturtechnisch sehr schwierig. Also man muss auf jeden Fall Zwiebellook planen, von Top über T-Shirt oder Dünnpulli, Jacke, Regenjacke. Das ist sekündlich, ändert es sich. Weil gerade bei uns jetzt heute, wo wir auch viel Wolken mit dabei haben, ist es von kalt über viel zu warm, über kalt, über windig, wechselt es sich ständig ab. Deswegen ist es echt praktisch, wenn man da ein bisschen was dabei hat und immer so ein bisschen hin und her wechseln kann. Ansonsten lohnt sich der Blick auf jeden Fall. Also super schön. Bis jetzt ist es auch noch nicht so anstrengend. Wir sind aber auch bis jetzt nur bergab gegangen. Also mal sehen, wie es auf dem Rückweg dann sein wird. Ja, weiter geht's. Ich glaube, wir brauchen Licht. Wir gehen wieder runter.
Wir waren nicht ganz oben. Wir sind wieder auf dem Rückweg. Wir haben gerade eine Pause gemacht. Wir sind nicht ganz bis zum Ende gelaufen, weil wir uns entschieden haben, die letzten 20 Minuten nicht mehr zu gehen. Klar, waren nur noch 20 Minuten, aber es hat sich ziemlich zugezogen. Es gab auf dem Weg schon einen Steinschlag, der mitten auf dem Weg lag, und die Treppen sind ziemlich steil, sind wahrscheinlich auch rutschig, und da haben wir uns einfach entschieden, das Risiko nicht einzugehen, die letzten 20 Minuten einfach nicht mehr dran zu hängen. Es ist jetzt auch schon knapp 4 Uhr, wir müssen den ganzen Weg nochmal zurücklaufen, was natürlich dadurch, dass man jetzt nur noch berghoch geht, auch nochmal ein bisschen anstrengender ist. Und genau, deswegen haben wir uns entschieden, die Tour nicht ganz bis zum Ende zu machen. Aber versuchen wir nochmal eine andere Tour? Wir versuchen vielleicht nochmal eine andere Tour. Wir gucken, wie es zeitlich passt. Aber wir haben schon geguckt, es gibt noch einen anderen Weg auf den Pico Riuviero, auf den anderen Berg, auf den wir laufen wollten. Gibt es auf jeden Fall noch eine andere Tour, die ungefähr 1,5 Stunden hoch und runter sein soll. Und wenn das zeitlich in unserem Plan passt, dann machen wir die. Es ist definitiv eine gute Idee gewesen, umzudrehen, denn es hat sich herausgestellt, dass der Wanderweg gesperrt wurde in der Zeit, in der wir gewandert sind. Und wir haben dann die restliche Zeit genutzt, um die Pineapple Banana, die wir am Tag vorher gekauft haben, zu testen. Wir haben eine Pineapple Banana oder eine Banana Pineapple gekauft. Ist die Frucht tatsächlich der Monstera deliciosa, die viele als Pflanze zu Hause haben. Und riecht richtig, richtig gut. Also es riecht wirklich nach einer Mischung aus Banane und Ananas. Man muss aufpassen, die Dinger, diese hier, müssen von alleine abfallen, weil sonst ist sie noch nicht gut und das kann blöd enden. Deswegen, das muss von alleine abfallen. Dann kann man sich diese einzelnen Nupsis so rausnehmen. Und ja. Schön. Schmeckt wirklich wie eine Ananas. Hat aber mehr eine Konsistenz von einer Banane. Aber ist richtig lecker. Super süß und richtig lecker. Sieht auch ein bisschen aus wie eine kleine Ananas.